Hallo bei Hofer. Heute beschäftigen wir uns mal mit Akustikgitarren. Wir haben zwei baugleiche Instrumente, wobei die eine mit Chorholz gebaut ist und die andere mit Fichte. Es sind die hier links und die ganz rechts, sind GS Mini von Taylor. Und als Referenz dazu haben wir noch eine Gibson Super Jumbo, einfach um nochmal vielleicht auch rauszubekommen, was ein größerer Body bei Instrumenten dann mit dem Sound macht. Wir haben die Einspielungen gestern bei uns in der großen Aufnahme gemacht. Fabian hat das mikrofoniert. Welches Mikrofon haben wir verwendet? Wir haben das Schoeps Gesangsmikrofon verwendet. Das ist das V4U. Gerade die Höhen haben uns bei dem Mikrofon gut gefallen, als wir noch andere Mikrofone verglichen haben. Um einen möglichst aussagefähigen Test zu kriegen, haben wir verschiedene Gitarrenarten zu spielen aufgenommen. Wir spielen einmal Rhythmusgitarre sehr leise und dann Rhythmus sehr laut und dann noch so ein bisschen Fingerpicking. Und möglicherweise hat ja auch eine Gitarre dann in einem Metier ihre Vorteile. Schreib doch mal, Fabian, vielleicht, was du gerade hörst. Es ist schon ein deutlich unterschiedliches Klangbild, was wir hier haben. Es fällt mir jetzt schwierig zu sagen, dass das eine mir viel besser gefällt als das andere. Das sind halt zwei verschiedene Farben. Also die Chor ist vielleicht einen Tacken mittiger, etwas hochmittiger auch. Setzt sich dadurch vielleicht ein bisschen besser in einer Mischung durch. Und die Fichte ist vielleicht einen Tacken wärmer, aber das so ganz weit auseinander, würde ich sagen, sind die auch gar nicht. Ja, ich glaube schon allein, dass die Dimensionen der Gitarre natürlich den Sound ziemlich prägen. Und dass es am Ende Fichte, aber eine größere Gitarre, ganz anders klingt. Das können wir gerade mal vergleichen. Ich lasse mal die Gibson im Vergleich, die auch als Fichte-Gitarre gebaut wurde, im Vergleich zu der GS Mini laufen. Wir fangen mit der Fichte nochmal an. Ja, das Instrument klingt ein bisschen so, wie es aussieht, größer. Ja, einfach mehr Bässe, aber allein halt Volumen vom Korpus macht das letztendlich möglich. Ja. Ich denke, es wäre sinnvoll, sich das vielleicht auch mal im Analyzer anzuschauen, weil so riesig sind die Unterschiede jetzt speziell zwischen den Taylor-Modellen nicht, aber vielleicht gibt uns da der Analyzer noch einen Hinweis drauf, was da jetzt typisch ist pro Holz. Na gut, dann nehmen wir mal die drei Gitarren und schauen sie uns auf dem Analyzer an. Ich ziehe jetzt mal die Fichte Taylor rein, dann die Chor Taylor. Man sieht schon, es sieht relativ ähnlich aus. Und dann noch die Gibson. Also was mir hier sofort auffällt, ist, dass diese Resonanz bei den Taylor-Modellen bei 200 Hertz, das entspricht auch einem G, sehr ausgeprägt ist. Das Gefühl hatten wir auch schon beim Einspielen, dass einfach die leere G-Seite relativ laut ist. Wenn ich jetzt mir so ein Taylor-Modell hole, nehme ich einfach mal die Chor und schlage einfach mal gegen das Holz. Und wir schauen uns das auf dem Analyzer an. Dann wird schon klar, dass das die Eigenresonanz der Gitarre ist, die jetzt da so schmalbandig ist. Ich hole mal kurz die Gibson, mache selbiges nochmal. Man sieht, die Resonanz ist etwas tiefer und sie ist nicht so schmalbandig. Und das ist einfach das deutlich größere Gehäuse macht da einfach ein anderes Klangverhalten möglich als bei der GS. Man könnte sagen, dass die Chor ein bisschen ausgewogener klingt vielleicht, ne? Was aber auch diesen vielleicht auch ein bisschen größeren Ton, den man zu dem Umschalten hatte, dann auch deutlich macht. Ne? Für mich jetzt hier schon so ein bisschen ein erstes kleines Fazit.
Ob es sich wirklich lohnt, sich die Taylor in verschiedenen Holzarten zuzulegen, um ein großes Klangspektrum abzudecken, wage ich zu bezweifeln. Tendenziell lieber dann verschiedene Gitarrenformen, verschiedene Größen, da scheint doch mehr Potenzial zu schlummern dann. Ein gutes Instrument oder auch ein sehr gutes Instrument bringt auch nichts, wenn man nicht wirklich übt. Also egal, welche Gitarre ich hier benutze, wenn ich das noch besser spielen könnte, wird es einfach auch viel besser klingen. Üben ist wichtiger, denke ich, als ein tolles Instrument. Soweit jetzt erstmal zu diesem leise, gestrummten und jetzt gehen wir direkt mal zum lauten. Die Gibson fällt natürlich wieder raus, ist einfach ein völlig anderes Instrument von den Dimensionen, das hört man auch. Minimal dunkler kommt mir die Chor an manchen Umschaltstellen vor. Es ist, die Fichte hat so ein bisschen mehr Höhenstrahl, also im obersten Bereich. Wir schauen uns das nochmal beim Analyzer an. Man sieht wieder deutlich die Resonanz hier bei 200 Hertz, die beiden Taylor-Gitarren mitbringen. Darüber hinaus haben wir hier eben auch noch ein harmonisches Vielfaches bei 800 Hertz, was relativ deutlich raussticht. Man sieht es ja auch hier in der Klaviatur. Das ist ein G, was ich jetzt hier anspiele. Und das ist auch genau die Grundresonanz, die G-Seite. Ich kann vielleicht auch mal kurz eine holen. Vielleicht hört man das sogar hier im Raum ein bisschen. Auch hier merkt man, dass das G eigentlich schon das Lauteste ist. Und dass das nicht wirklich jetzt an der Gitarre an sich liegt, am Instrument. Also bei anderen Gitarren ist das anders. Ich nehme mal kurz die Gibson. Ja, das finde ich schon ein bisschen ein Nachteil von der Taylor, dass diese schmalbandige Resonanz genau auf dem G, das kann natürlich schon einen Klangcharakter von dem Stück dann extrem prägen und will man in der Regel vielleicht auch nicht so. Ich glaube auch nicht, dass sich das großartig ändert, wenn man das Instrument jetzt noch mehr einspielt, weil diese Instrumente sind insgesamt vielleicht beide vor 3 Stunden gespielt, vielleicht 4, also relative Neuware. Der Klang könnte sich wahrscheinlich noch ein bisschen heben, wenn die mal 2, 3 Jahre richtig gut gespielt wurden. Dann hören wir mal in ein bisschen Picking rein.